Bisher wurde kognitive Therapie oft auf funktioneller Ebene durchgeführt. Heute wird die Therapie eher auf die Ziele der Patienten ausgerichtet. Deshalb behandeln immer mehr Therapeuten betätigungs- und klientenzentriert. Ziel der betätigungsorientierten Behandlung ist die Verbesserung der Lebensumstände der Klienten in den Bereichen Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit. Mit HeadApp MyWorld können Therapeuten alltagsnahe Aufgaben erstellen, in denen die Interessen und Bedürfnisse der Klienten mit Bildern aus ihrem Lebensumfeld gezeigt werden. Aufgaben in den Bereichen Waschen, Kleiden, Mobilität, Einkaufen, Haushalt, Kochen, Lernen und Spielen und so weiter sind einfach und schnell erstellt. Wie Sie ein Training mit MyWorld erstellen und einsetzen, erklären wir am Beispiel. Herr Lange leidet an einer Gedächtnisstörung. Er vergisst, wann er welche Tabletten einnehmen soll und wie die Tabletten helfen. Im ersten Schritt wird Herr Lange als Patient in HeadApp registriert. Klicken wir auf den Schalter Neu. Alle relevanten Daten des Patienten wie Name, Geburtsjahr und Geschlecht werden hier eingegeben. Mit Weiter geht es weiter. Herr Lange erscheint jetzt in der Patientenliste. Wir klicken ihn in der Liste an, dann auf Weiter. Hier wird ausgewählt, mit welchem Programm Herr Lange arbeiten soll. Zur Verfügung stehen Programme in den Bereichen Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Alltag, Sprache, Aphasie. Wir wählen den Bereich Alltag. Darin ist das Programm MyWorld. Links im Fenster sehen wir eine Liste mit bereits vorbereiteten MyWorld-Übungen. Für Herrn Lange wollen wir eine neue Übung erstellen. Dazu klicken wir auf den Schalter Neu, dann auf Leeres Album. In diesem Fenster geben wir die grundlegende Beschreibung des Albums ein. Alle Texte im Fenster hängen von der Aufgabe ab, die Sie für den Klienten erstellen. Titel des Albums: Medikamenteneinnahme. Über den Button rechts neben dem Titel können Sie ein Erkennungsbild für das Album auswählen. Wählen wir zum Beispiel die Tablettenkapseln. Anschließend beschreiben Sie die Aufgabe. In dieser Übung lernen Sie, welche Medikamente Sie wann einnehmen sollen und welche Wirkung die Medikamente haben. MyWorld verfügt über 4 Trainingsmodi, die wir uns später ansehen werden. Unten im Fenster geben wir die Fragen ein, die im jeweiligen Modus gestellt werden. Als Frage zu Finde das Bild zum Titel: Welches Bild zeigt das Medikament? Als Frage zu Finde den Titel zum Bild: Wie heißt das Medikament auf dem Bild? Und als Anweisung zu Sortiere die Bilder: Bitte sortieren Sie die Medikamente in der Reihenfolge der Einnahme. Bevor wir zu den Einstellungen auf der rechten Seite des Fensters kommen, fügen wir die Bilder ein, die im Training benutzt werden sollen. Dazu klicken wir auf Bilder. Hier werden die einzelnen Fotos, aus denen die Aufgabe besteht, hinzugefügt und beschriftet. Fangen wir mit Foto 1 an. Morgens soll der Patient eine Tyronajod-Tablette einnehmen. Zuerst brauchen wir ein Bild, das das erste Lernziel beschreibt. Sie können das Bild mit der Kamera Ihres Gerätes direkt fotografieren oder aus einer Datei laden. Wir klicken auf den Kamera-Button. Sie können Bilder zuschneiden oder drehen. Benutzen Sie dazu die entsprechenden Buttons. Geben Sie auf der rechten Seite die Informationen zum Bild ein. Eine Überschrift: Tyronajod, morgens. Und eine Beschreibung: Tyronajod ist gegen die Schilddrüsenerkrankung. Die Tablette soll morgens, am besten vor dem Frühstück, eingenommen werden. Diese Informationen werden dem Klienten später in der Lernphase, der Fotoshow, zusammen mit dem Bild gezeigt und vorgelesen. Das Lernergebnis kann verbessert werden, indem Fragen zu den Bildern gestellt werden.
Geben Sie Fragen und Antworten rechts unten ein. Die Frage: Wann sollen Sie Tyronajod einnehmen? Zuerst kommt die richtige Antwort: vor dem Frühstück. Dann folgen eine oder mehrere falsche Antworten: zum Frühstück, nach dem Frühstück. Die Fragen und Antworten werden im Training in Form von Multiple-Choice-Aufgaben präsentiert. Sie können entscheiden, ob die Frage für den Klienten leicht oder schwer zu beantworten ist. Es stehen Trainingsmodi mit leichten und schweren Fragen zur Verfügung. Weitere Fragen und Antworten zum Bild können über den kleinen Plus-Button links neben Frage 1 hinzugefügt werden. Haben wir alle Informationen zum Foto 1 eingegeben, fügen wir der Fotosammlung das nächste Bild hinzu. Dies geschieht über den kleinen Plus-Button links neben Foto 1. Die Aufnahme weiterer Fotos und Daten erfolgt wie für Foto 1 beschrieben. Haben wir alle Fotos eingegeben, klicken wir unten rechts den Fertig-Button. Nachdem wir Bilder, Beschreibungen, Fragen und Antworten eingegeben haben, können wir auf der rechten Seite das Training für den Klienten einstellen. Sie geben an, welche Trainingsform der Klient zur Auswahl hat. In diesem Beispiel schalten wir alle Modi ein. Dieses Album kann nur durch Herrn Lange genutzt werden. Deshalb klicken Sie für einen Patienten an. Wollen Sie Alben für mehrere Patienten verwenden? Klicken Sie für alle Patienten an. Zuletzt klicken Sie Fertig. Das neue Fotoalbum Medikamenteneinnahme erscheint jetzt in der Liste der Übungen. Wir klicken es an, um es auszuwählen. Dann klicken wir auf den Button Trainieren. Die Auswahl, welche Übungen mit dem Trainingsmaterial durchgeführt werden können, erscheint. Im oberen Bereich wird die Beschreibung der Fotosammlung gezeigt und vorgelesen. Unten können die Übungen gestartet werden. Welche Buttons erscheinen, hängt davon ab, welche Trainingsform Sie im Fenster Albumsbeschreibung gewählt haben. Damit der Patient erlernen kann, in welcher Reihenfolge er seine Tabletten einnehmen soll, benutzen wir zuerst den Schalter Fotoshow Lernen. Sie können einstellen, wie viele Lerndurchgänge absolviert werden sollen. Das Bild wird angezeigt, die Beschreibung vorgelesen. Über die Pfeile vor und zurück kann sich der Übende alle Fotos der Sammlung nacheinander ansehen und einprägen. Wird der Haken bei Text zeigen deaktiviert, wird das Bild ohne Text angezeigt. Über den Haken Automatisch weiter kann man wählen, ob mit dem Pfeil vor zum nächsten Bild geschaltet wird oder ob der Bilderwechsel nach einer gewissen Zeit automatisch erfolgt. Ist die Anzahl der eingestellten Durchläufe erreicht, wird der Klient gefragt, ob er das Lernen wiederholen oder beenden möchte. Wir klicken auf Ende. Nachdem der Patient die Inhalte der Aufgabe gelernt hat, kann er sein neues Wissen anwenden. Einfach sind die Aufgaben Finde Foto nach Titel und Finde Titel des Fotos. Klicken wir beispielhaft Finde Foto nach Titel an. Hier wird oben das gesuchte Medikament benannt, der Trainierende muss es unten anklicken. Im Beispiel Medikamente ist dieser Trainingsmodus nicht sehr sinnvoll. Stellen Sie sich vor, ein Patient will die Namen seiner Enkelkinder einprägen. In diesem Fall wird die Aufgabe, das richtige Bild zum Namen zu finden, wichtig. Nach Klick auf Ende kommen wir zur Aufgabenauswahl zurück. Sehen wir uns die nächste Aufgabe an. Fotos sortieren. Klicken wir auf diesen Button. Die Fotos sollen der Reihenfolge nach sortiert werden. Das Fenster zeigt oben die zu sortierenden Bilder groß an. Es ist ein Ausschnitt von 3 Bildern zu sehen. Da eine Fotosammlung aus vielen Bildern bestehen kann, werden alle Bilder der Sammlung unten noch einmal in einer verschiebbaren Liste angezeigt. Hier klickt der Trainierende das Bild an, das er in der Reihenfolge verschieben möchte. Es erscheint oben in der Mitte.
Dieses Bild kann jetzt in der Folge verschoben werden. Die Pfeile vor und zurück verschieben die Reihenfolge. Die geänderte Reihenfolge ist oben und unten zu sehen. Hat der Klient die Bilder in die korrekte Reihenfolge gebracht, klickt er auf Fertig. Bilder in falscher Reihenfolge werden rot markiert und die Sortierung kann in einem weiteren Versuch korrigiert werden. Ist die Reihenfolge korrekt, erscheinen alle Bilder in grün. Das Training endet. Der letzte Trainingsmodus ist Fragen beantworten. Hier kann entschieden werden, ob nur leichte Fragen oder auch schwere Fragen beantwortet werden sollen. Bei der Eingabe der Fragen zum Training konnten Sie einstellen, ob eine Frage leicht oder schwer ist. Fragen können in der originalen Reihenfolge, Bild für Bild und Frage für Frage, oder in ungeordneter Reihenfolge gestellt werden. Wählen wir leichte Fragen. Im Training wird das Bild gezeigt und die Frage vorgelesen. Der Trainierende muss die korrekte Antwort anklicken. Hat er die Frage korrekt beantwortet, wird die Antwort grün. Eine falsche Antwort wird rot markiert. Am Ende der Aufgabe wird eine Zusammenfassung gezeigt. Der Klient kann die Aufgabe wiederholen oder das Training beenden. Wir haben gelernt, wie ein Fotoalbum in MyWorld erstellt und benutzt werden kann. Alben können sowohl für mehrere Klienten erstellt werden, wie auch individuell für einen Klienten. Alle Bilder und Beschreibungen werden verschlüsselt in der Cloud abgelegt. Alben, die Sie erstellt haben, stehen auf allen Geräten in Ihrer Einrichtung zur Verfügung. Auch Klienten zu Hause im Home-Training können die Aufgaben nutzen. Die Anzahl der möglichen Anwendungen ist nur durch Ihre Fantasie begrenzt. Sie können HeadApp über die Website www.headapp.com installieren. Für Tablets und Handys gibt es HeadApp in den Stores von Google und Apple. Ganz ohne Installation funktioniert HeadApp über die Website play.headapp.com.